wieder in meinen Bauch hin. Laurin? Geht gerade nicht. Ja. So, ja. No. Bake is strong. So. So, Setlist. Die muss mit. Das soll ordentlich sein. Eigentlich ist das egal. Passt! Nick, bist du schon am Start? 63:20. Dauert alles ein bisschen länger. Dann stelle ich so lange meine Uhr um. 14 Uhr. Erstmal entlocken wir das Pult. Ja, wir locken das Pult natürlich, wenn keiner von uns da ist, dass halt hier keiner Sachen verstellen kann. Also wenn hier jemand kommt und sieht, oh geil, guck mal, hier kann ich jetzt voll geil den Mix verstellen. Richtig gut, alles auf richtig laut, wird das nicht gespeichert. Das ist gleich, zack, dass das alles wieder zurückhüpft. So, ich hüpfe mal kurz in meine Scene von Lottel rein. Scene heißt, es sind sozusagen die Tageseinstellungen, wenn man so möchte. Man hat so eine Basis, auf der man aufbaut. Und dann hüpft hier alles so nett um und dann wechseln sich hier auch die Farben schön durch. Das ist der Chris. Der ist mit am Start. Und ja, was wir erstmal immer machen, wenn wir so Soundcheck starten, dann muss man immer erstmal einmal die Anlage hören. Dafür haben wir hier unseren geilen iPod-Zuspieler. Und dann mache ich dann Musik an, die ich gut kenne. Denk bitte, sorry, Ja. erklär bitte den jungen Leuten, was ein iPod ist. Also ein iPod ist das hier. Boah. Kommen da Schallplatten rein? Da kommen Schallplatten rein und da haben wir unsere geile Pausenmusik drauf und wir können mal gucken, was wir hier für geile Interpreten haben. Und das sind genau die. Reicht ja auch. Nee, das war natürlich ein Wunsch der Band, dass wir als Pausen- und Einlassmusik, ne, wenn das Konzert noch nicht losgeht und die Leute reinkommen, sich schon mal ein Bier holen und so, dass man schon mal so Iron Maiden irgendwie so ein bisschen hört. Aber wenn ich die Anlage einstelle zu Beginn des Soundchecks, dann mache ich Songs an, die ich gut kenne, wo ich weiß, was diese für Charakterzüge haben, sag ich mal, vom Sound, vom Klang. Und dann höre ich mir mal an, wie die Anlage, die hier so ist, so klingt. Und stelle sie dann dementsprechend ein und fange dann an zu EQen. Und das kann ich mir hier auch richtig schön auf diese Fader hier holen. Also das heißt, man hat ein bisschen Bums reingedreht unten rum, dass man die Bässe schön spürt. Ein bisschen Transparenz dafür gesorgt und oben sorgt man ein bisschen dafür, dass Klarheit reinkommt und das nicht wehtut. Wir haben hier heute auch einen Pegel. Da sind wir meistens in Deutschland bei 99 dB. Die kann man sich so grob merken, ist immer noch fachlich noch nicht ganz richtig erklärt, aber die 99, die müssen wir immer so ein bisschen einhalten. Heute sind es tatsächlich 100. Und dann können wir halt loslegen und tatsächlich dann anfangen, die einzelnen Signale zu checken. Und da haben wir das hier so ein bisschen nach Farben sortiert. Und das geht hier zum Beispiel los mit Nicks Schlagzeug. Das ist alles das, was bis hier geht. Und hier haben wir wirklich zweimal die Bassdrum. Da haben wir 2 Mikrofone, einmal innen und außen. Hat verschiedene Klangcharakteristika. Innen klingt ein bisschen knackiger, außen klingt ein bisschen voluminöser. Das mischt man zusammen. Dann hat man hier ein Snare-Drum-Mikrofon. Dann hat man hier, das seht ihr hier, die Becken nochmal extra. Da haben wir nochmal extra Mikrofone. Die habe ich heute aus. Die hat man meistens in so kleinen Clubs aus, weil der Nick ist ein sehr lauter Drummer. Und da braucht man keine extra Mikrofone, weil sie schon akustisch im Raum viel laut genug sind. Viel zu laut sind. Nee, laut genug sind sie. Deswegen werden sie hier nicht nochmal extra verstärkt. Dann haben wir die einzelnen Toms. Nick hat genau 4 Stück an der Zahl. Die sind hier auch so ein bisschen unterschiedlich gepannt. Und die sind so ein bisschen, ein bisschen so links-rechts verteilt. Nicht alle Leute stehen halt so wie ich, so im Sweet Spot, so in der Mitte. Deswegen so ganz ausflippen sollte man da nicht, damit halt alle Leute, die auf der Seite stehen, nicht nur die eine Tom hören und die auf der anderen Seite stehen, die andere Tom hören, sondern dass alle eigentlich immer alles hören. Gut, dann machen wir erstmal mit dem Nick weiter. Ja, dann kommt tatsächlich schon Gerrit hier mit seinen Percussion-Toms, die auch sehr, sehr laut sind im Raum, weil Gerrit da auch sehr gut reinhaut. Das heißt, man braucht die gar nicht so laut mit reinzumischen. Und natürlich dann Gerrits Klavier, das ist in Stereo. Das ist auch angenehm von der Stereobreite her.
dass man alles raushört. Ob du mit mir sprichst. Jetzt ja. Lass mal Prison anspielen. Einfach das A Cappella-Ding, was du da am A Cappella sag ich schon. Ist aber noch vertragbar. Und dann das letzte Signal hier, was wir hier noch haben, ist noch Nicks Kommunikationsmikrofon. Das rote hier. Damit Nick beim Soundcheck mit mir reden kann und natürlich auch während der Show mit seinen Drumtags hier zum Beispiel mit Jörn reden kann. Einfach, wenn mal was ist, irgendwas ist kaputt, irgendwas hat sich gelöst, irgendwas bewegt sich, was sich nicht bewegen sollte, dann muss das gefixt werden. So, der Papa ist auch am Start. Jesus Christus, das ist das, was ich meinte. Warte noch, du denkst, du machst sowas nicht gut. Everyone? Dankeschön. Soundcheck, Sport, Soundcheck, Wine-Tasting, Autogrammkarten schreiben. Cheers. Hätte ich mal was Richtiges gelernt. Cheers! Cheers. Ja. Komm. Wir haben dann noch die zweiten 16 Signale, 17 bis 32. Und hier sind unsere ganzen Saiteninstrumente. Hier in Gelb ist der Bass von Klaas. Oh, war dein Bass, Klaas. Achso, Benji, magst du bitte nochmal Klaas Mikro verkabeln? Was reparierst du, Kabel? Oh, Kabel. Okay. Dann macht er wieder Kabel. Herzleid, Seelenheil, Nemesis, Amok. Ja, klasse, okay, so geht das klar mit dem Gate hier. Pi, spiel mal Gitarre. Und dann haben wir hier alle Gitarren von Pi, Chris und von Gerrit. Das steht hier auch richtig schön so drauf. Ne? Als nächstes kommen hier tatsächlich die Vocals. Und da haben wir die 3 Backing-Vocals von Pi, Klaas und Gerrit. In Gelb und einmal hier in Rot ganz dick markiert die Vocals von Chris, die natürlich das wichtigste Signal sind. Und die meistens auch das lauteste Signal sind natürlich. Die dann auch so bei diesen Pegelmessungen immer mal ganz interessant werden, wo man dann irgendwie wie über die Stränge schlägt oder nicht. Hey, yeah. Hey, hey. 1, 2, check, check. Hey, hey. Hey, 1, 2, check. Hey, 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 hey. 1, 2. Und dann zu guter Letzt haben wir hier noch so ein paar Zuspieler, die aus der Dose kommen. So, da macht auch keiner einen Hehl draus. Das ist bei modernen Bands ist es so. Gerade von der Judas-Scheibe zum Beispiel auch so ein paar markante Chöre, die die Jungs natürlich live zu viert nicht singen können. Ne? Also die ganz wichtig sind auch wirklich weniger Chor sind, sondern eher so ein Sounddesign-Element. Ne? Zum Beispiel bei Intro von Born with a Broken Heart zum Beispiel. Ne? Das kommt dann sozusagen vom Band dazu. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Das sind hier quasi die Einzelsignale, mit denen ich so mische. Und ich habe das hier aber nochmal gruppiert in so ein paar Grüppchen, dass ich maßgeblich mit diesen 8 Fadern hier arbeite, ne, und laut-leise macht. Genau, während des Konzerts habe ich auch tatsächlich immer so einen Finger so an Chris Vocals hier. Die liegen hier nochmal genau drauf. Die sind zwar auch hier drauf, aber hier kontrolliere ich sie nochmal einmal mit, dass ich damit wirklich, wenn er leiser singt, dass ich sie ein bisschen pushen kann und wenn er sehr laut wird, dass ich sie ein bisschen leiser ziehen kann. Und irgendwann kennt man die Songs so auswendig, dass man schon
die ganze Zeit hier immer mit einem Finger so am Regeln ist und immer die ganze Zeit Chris' Stimme immer so gut es geht featured und durchbringt. Das klappt mal besser, mal schlechter, je nachdem, was für Ansagen da noch irgendwie plötzlich zwischen sind. Und einige Aufforderungen ans Publikum macht er natürlich regelmäßiger als andere. Da ist natürlich nichts in Stein gemeißelt, aber genau, aber das macht auch ein bisschen den Fun aus. Und den Rest machen die Jungs auf der Bühne. Ne? Die Songs sind cool, die Performance ist cool. Ich mache eigentlich nur noch den Rest. Ich feature das eigentlich nur. Ich mache hier nichts Besonderes. Das ist alles nur, auch alles nur Wasser und Salz und Pfeffer hier. Kein extra Zeug, was hier noch passiert tatsächlich. Ja, that's it. Thanks for having me. For a heart and buttons for the eyes, stuffed inside with cloves and spices. Chant your words in the night with needle and thread, sew together your strange devices. But I don't feel these pins and needles, these pins and needles. You have no power here. No, I don't feel you anymore. No black magic can control me, and no curse can let you own me. There's nothing you can do or say. I'm just gonna do it anyway. So go ahead, carve your candle with them and with the white handle. This is my life after all. I'm not your voodoo doll. I'm not your voodoo doll. I'm not your voodoo doll. Voodoo doll. Voodoo doll. Das war das Nein, Horn. das war das Horn oder wie Das auch war das Horn. Krass. Einhorn! Einhorn! Davon! Einhorn. Und lustig schmettert das Horn. Hoch auf dem gelben Wagen. Sag mal was. Sag mal, Er kann nichts sagen. Er darf nichts sagen. Chris hat Sprechverbot. Der Mann kann nicht sprechen. Vor allen Dingen kein Ostdeutsch. Das tut mir sehr leid. Das haben wir ihm abgesprochen. Am Funnel-Partys. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ne? Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. So. Solange die Stimmbänder nicht arbeiten, ist Lachen okay. Clouds are weighing the Furfiker. It's the one that says Big Bad Motherfucker. Oh my God, motherfucker. Na 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 na. Forevermore.